Wolltet schon immer zu Hause eine richtig tolle neapolitanische Pizza backen, dann seid ihr hier genau richtig. Hier habe ich Pizzamehl. Es würde selbstverständlich auch mit Dinkelmehl 630 oder 405er oder 550er Weizenmehl gehen. Aber wir wollen es heute so original wie möglich und die Mehle habe ich euch natürlich verlinkt. Falls ihr die bei eurem hiesigen Supermarkt oder Mehlhändler nicht bekommt, kann ich euch sehr ans Herz legen. Das ist Tipo Doppio Zero, also Doppel-Null. Dann habe ich hier jetzt ein wenig Wasser und da hinein in das Gefäß werde ich jetzt meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser vermischen. Dadurch kann das besser gleich in den Teig vermengt werden. Wie man Hefe selber macht und die Alternativen dazu findet ihr wie immer oben rechts unter dem i. So, das Ganze jetzt erstmal hier kurz zur Seite. Das Mehl habe ich in eine Pizzaballenbox gegeben. Hier herzlichen Dank an Bugs im Holz, dass ihr mir die zur Verfügung gestellt habt. Und ihr braucht tatsächlich ein großes Gefäß, denn bei dieser neapolitanischen Pizza werden wir mit einem Biegerteig arbeiten. Was ist Bieger? Im Prinzip ist Bieger so etwas wie ein Vorteig und dafür wird jetzt das Wasser mit dem Hefewasser und dem Mehl grob vermengt. Das ist ganz wichtig. Benutzt nicht eure Küchenmaschine, nicht euer Handrührgerät, sondern schüttelt das Ganze so ein bisschen. Die Pizzabäcker haben immer so einen Spachtel, wie vom Baumarkt. Alternativ könnt ihr jetzt hier auch eine Teigkarte verwenden. Einmal hin und her schieben und wichtig, nicht richtig vermengen. Das ist hier jetzt tatsächlich das A und O. Und dieser Biegerteig, der ist tatsächlich ganz besonders. Und Pizzabäcker machen das generell, weil dieser vorfermentiert ist. Das ist quasi einfach so ein Poolish, wodurch dann die Pizza viel mehr Aroma entwickelt, besser gelingt und der Teig auch schneller aufgeht, weil er ja schon vorfermentiert ist. Und dafür machen wir das jetzt hier gerade. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt Pizzen, bei denen ihr immer nur so einen bestimmten Prozentteil macht. Es gibt aber auch die Pizza aus 100% Bieger. Und das ist das, was wir heute machen. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare. Kennt ihr diese Art von Poolish, von Vorteig schon? Habt ihr davon schon mal gehört oder ist das komplettes Neuland? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und vor allem später aus dem Video heraus, möchtet ihr davon mehr haben? Verschiedene Varianten, denn die Welt der Pizza ist wirklich fantastisch und riesig. So, dieser Bieger-Vorteig muss jetzt eine Stunde bei Zimmertemperatur ruhen und danach kommt er für mindestens 16 und für maximal 48 Stunden in den Kühlschrank. Das ist ganz wichtig. Daher verteile ich jetzt hier diesen Bieger schon mal in meine Glasbehälter. Und eigentlich wollte ich das nur in einen Glasbehälter packen. Ich habe hier den von Sillet. Da passt ein Kilo Mehl locker rein. Da wir das jetzt aber so grob aufgeschichtet haben, ist das Volumen natürlich viel höher. Und es ist wichtig, dass ihr das jetzt nicht irgendwo reinquetscht, also nicht reindrücken, sondern wirklich einfach locker aufschichten. Daher habe ich jetzt hier noch mir Verstärkung geholt in Form meines Emser Glasbehälters. Schieb jetzt hier alles rüber, also so eine Teigkarte ist hier auch Gold wert und gebe das dann nochmal zurück. So, ihr seht, ich lerne auch immer wieder dazu. Probiert es aus, wirklich. Und die Pizza schmeckt, und das darf ich wirklich schon verraten, wirklich richtig, richtig lecker. So, ihr seht es, locker aufgeschichtet. Merkt euch, wie das jetzt aussieht. Ich gebe jetzt hier einmal den Deckel drauf. Das Ganze, wie gesagt, jetzt erst einmal eine Stunde bei Zimmertemperatur. Und das ist tatsächlich ganz wichtig. Stelle ich hier zur Seite und erst danach geht das in den Kühlschrank. Wenn es dann soweit ist, dann könnt ihr hier schon mal den Mozzarella vorbereiten, den wir hier haben.
Den werde ich jetzt abtropfen lassen und schneide ihn, damit die Pizza nicht wässrig wird, schon mal in feine Streifen und lasse diese im Sieb, damit das schön durchtrocknet. Dadurch habt ihr eine tolle Mozzarella auf eurer Pizza, ohne dass der Teig matschig wird durch die ganze Flüssigkeit davon. Kann ich euch sehr empfehlen. Gerade bei uns ist der Mozzarella ja immer sehr flüssig. Es gibt auch Länder, in denen es auch so einen festen Mozzarella gibt. Da müsstet ihr dann nichts machen. So, ihr könnt die Streifen so groß oder so klein machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es auch einfach in Scheiben erledigen. So, 48 Stunden sind vergangen. Hier ist noch so ein bisschen Mehlrest, das ist aber nicht schlimm. Aber guckt mal, der ist kompakter geworden. Und es haben sich viele Bläschen entwickelt. Also, der Pulish, dieser Vorteig, hat gut gearbeitet, obwohl er sich im Kühlschrank befunden hat und ja eigentlich, da es nicht kuschelig warm war. Aber das sieht schon gut aus. So, das Ganze gebe ich jetzt wieder hier in meine große Pizzaballenbox. Übrigens, das ganze Equipment, was ich nutze und natürlich auch die Homepage von Bax im Holz, habe ich hier unten nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und am Schluss habt ihr auch nochmal das ganze Rezept mit den Zutaten. So, und guckt mal, wie kompakt der geworden ist. Da muss ich ein bisschen mit der Teigkarte nachhelfen. So, ich drücke hier ein bisschen. Ja, der ist tatsächlich ein bisschen schwerfälliger. Ich zeige euch das aber selbstverständlich gleich nochmal im Detail. Also für mich sind solche neuen Videos, wo ich etwas Neues ausprobiere, immer richtig aufregend, wenn ich das für euch mache. Das ist ein unheimlicher Spaß, wenn ich dann hier in der Küche stehe und das austeste, vielleicht ein, zwei, dreimal probieren muss. Und bei diesem Biegerrezept hat das aber auf Anhieb geklappt, weil es wirklich einfach ist. Und schaut mal. Das war ganz fluffig locker, als ich es da reingegeben habe. Und der ist richtig fest geworden. Also nicht fest von hart, sondern halt, dass er kompakter geworden ist. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Salz hinzu und danach ein wenig Wasser. So, und ihr könnt das Ganze auch in der Küchenmaschine machen. Bei mir ist es so, ich habe ja im Moment die Küchenmaschine von Sindoa Star. Die hat eine Teigkapazität von 500 Gramm. Daher mache ich das jetzt tatsächlich per Hand, weil meine Küchenmaschine diese Kapazität nicht hat. Habt ihr eine größere, dann könnt ihr das selbstverständlich auch mal eben über die Küchenmaschine laufen lassen. Wusstet ihr, dass die Pizza schon vor vielen hundert Jahren erwähnt wurde, aber bei dieser Pizza handelte es sich nicht um die Variante, die wir heutzutage kennen, sondern es war ein Teig, der nach dem Backen mit Rosenwasser bestrichen wurde und dann mit Zucker bestreut, glich also eher einem Kuchen. Falls ihr Lust habt, dazu mehr zu erfahren und vielleicht auch zu sehen, wie ich eine erste Pizza machen würde, dann schreibt es mir in die Kommentare, da lässt sich bestimmt was regeln. Den Teig habe ich jetzt gut mit dem Wasser vermengt, lasse das Ganze so eine Stunde stehen, nehme mir jetzt so ein bisschen kaltes Wasser, um meine Hände zu befeuchten. Und ihr seht, der Teig sieht jetzt noch ganz schön krisselig aus und ist noch nicht genügend aufgegangen, als dass wir tolle, fluffige Pizzen machen können. Daher arbeite ich jetzt mit Stretch und Fold. Das kennt ihr ja schon von meinem Focaccia. Das verlinke ich euch auch noch mal eben oben rechts unter dem i. Das heißt, wir falten jetzt den Teig und ziehen ihn dabei von einer Seite zu der nächsten, von allen 4 Seiten. Dadurch wird das Glutengerüst stärker, verbindet sich besser und ihr habt ein fluffigeres und besseres Ergebnis. Das könnt ihr generell bei weichen Teigen machen, denn dadurch habt ihr einen schöneren Ofentrieb, wenn das Gebäck dann gleich im Ofen ist. Ich werde jetzt hier noch mal eben die Pizzaballenbox noch mal ein bisschen reinigen. So, ich mache noch mal hier die andere Seite. Sieht schon schön kompakt aus. Ich könnte mir auch vorstellen, aus diesem Teig ein leckeres Brot zu machen. Die Idee kam mir auch zwischendurch. Oder tolle Brötchen. Die habe ich noch nie mit diesem Pizzamehl gemacht.
Falls ihr Lust habt, das zu sehen oder vielleicht auch schöne Pizzabrötchen, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ihr habt immer tolle Ideen, was ihr noch sehen wollt und ich freue mich immer riesig, wenn ihr es mir schreibt. Und jetzt sieht es noch nicht so schön fluffig aus. Wenn ihr das jetzt mal vergleicht mit dem Bild, was dann gleich kommt, ihr werdet wirklich staunen. Ich hatte den Teig ja 48 Stunden im Kühlschrank, habe ihn dann so gegen Mittag erst rausgeholt und konnte dann am Abend schon backen. Und normalerweise braucht das Hefewasser ja 8 bis 10 Stunden. Das hatte ich jetzt hier nicht. Das heißt, ich habe so um 12, 1 Uhr erst rausgeholt und konnte dann trotzdem so gegen 18 Uhr die Pizzen fertig machen. Und schaut mal, jetzt könnt ihr es richtig erkennen, der Teig wird immer voluminöser, also richtig schön. Ich glaube, wir können jetzt langsam loslegen. So, ja, das sieht gut aus. Wie gesagt, ich war wirklich gewillt, hier auch noch mal eben ein Brot draus zu machen. Aus der Teigmenge, die ich euch unten hineingeschrieben habe, also die ich jetzt hier auch gemacht habe, kriegt ihr 4 Pizzen raus. Ihr könntet jetzt in der Pizzaballenbox diese Teigstücke schon mal zu Kugeln formen. Aber ich lasse das jetzt so und werde das Rundformen jetzt gleich erst auf der Arbeitsfläche machen. So, die sollen alle einigermaßen gleich werden. Und übrigens, ich habe für dieses Pizzarezept einen Pizzastahl bekommen von Bax im Holz und der passt sogar in meinen Mini-Backofen. Ich bin ganz begeistert. Und wie ihr den einbrennt, damit ihr die Pizza dann darauf backen könnt. Das Video verlinke ich euch nochmal oben rechts. Das wollte ich jetzt nicht noch zusätzlich in dieses längere Video packen, damit das nicht zu viel wird. Also, wenn ihr einen Backstahl haben möchtet und das austesten wollt, schaut unbedingt oben rechts hinein. Da habt ihr dann noch mal eine tolle Möglichkeit für so schnelles Gebäck, einen perfekten Pizzastahl da mal einzubrennen. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Semula. Das habe ich einmal zu Hause in grob und in feiner. Das habe ich hier jetzt auf die Arbeitsfläche gegeben und falte jetzt das erste Teigstück von außen nach innen. Dadurch bekomme ich auch noch mal wiederum Spannung auf den Teig und dadurch einen besseren Ofentrieb. Und schaut mal, der Teig ist schon wirklich weich. Wenn euch das zu viel Feuchtigkeit ist, wenn ihr euch damit überfordert vielleicht auch fühlt, dann nehmt einfach 100 Milliliter weniger Wasser zum Schluss dann eben nach dem Biegervorteig. Dann ist es ein bisschen einfacher und der Teig auch einfacher zu handeln. So, das ist jetzt hier das Grobe. Später habe ich noch mal das Feinere genommen. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man so eine Pizza im Pizzaofen macht. Den haben wir tatsächlich nicht. Also da ist hier kein Platz mehr für da. Wenn ihr das habt, kriegt ihr natürlich das perfekte Ergebnis innerhalb von 30 Sekunden. Meine Pizza brauchte jetzt ein bisschen länger, obwohl ich das auf 230 Grad dann gebacken habe. Selbstverständlich könnt ihr auch statt Semola auch ein ganz herkömmliches, normales Mehl verwenden. Ich verlinke euch aber alles, was ich an Zutaten hier jetzt noch mal speziell habe, das Equipment, aber natürlich auch die Mengenangaben noch mal hier der Hinweis. Es steht immer alles unten in der Beschreibung. Die Pizza hier so ein bisschen über die Hände laufen lassen. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin hier nicht Teichners Pizza Palace. Ich muss an meinen Pizzaskills hier noch arbeiten. Aber das ist ja das Schöne daran. Wenn man zu Hause etwas selber macht, dann wächst man einfach an seinen Aufgaben. Und je häufiger man etwas macht, umso besser wird man. Ich habe jetzt hier noch den Teigschieber für die Pizza. Da einfach mit beiden Händen das so rüberziehen, das klappt am einfachsten. Auch hier ein großes Dankeschön an Bax im Holz. Die haben das wichtig vor der ersten Benutzung einmal kurz einölen. Auch wie ihr das macht, habe ich euch nochmal oben unter dem i verlinkt. Dann kommt Mozzarella, ein wenig Öl hinzu. Entweder das gute Rapsöl von Bax im Holz oder köstliches Olivenöl. Und nachdem die Pizza 12 bis 15 Minuten im Ofen war, sieht das Ganze so aus. Jetzt bekommt die neapolitanische Pizza
Also es ist ja keine Original, sonst müsste da noch ein bisschen Parmesan dazu, noch ein bisschen Basilikum obendrauf. So, guckt einmal, richtig köstlich. Und ich zeige euch mal, wie ihr die am besten anschneidet. Also hier noch mal 'ne köstliche Pizza aus dem Ofen und die war echt lecker. Also, ich hätte davon gefühlt 10 Stück essen können, aber ich war schon nach einer halben Pizza wirklich pappsatt. Aber die ist köstlich. Und ihr könnt die Pizza auch vorbereiten, fertig backen und dann einfrieren und dann könnt ihr sie frisch aufbacken, wenn es mal schnell gehen soll. So, einmal hier mit dem Pizzaroller drüber und ihr seht es, die ist unten schön knusprig, aber oben fluffig lecker. Schaut mal. Der Rand. Richtig schön geworden. Ich bin begeistert. Sie könnte noch ein bisschen dunkler sein. Da arbeite ich jetzt dran. Hier sind weitere Videos für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.